Heute geht es um die Neuheit hier bei WCS Mobile Technik. Was habt ihr hier Schönes? Es wird kalt und es muss warm werden. Ich wollte gerade sagen, macht die Heizung an. Wir haben hier den Kombi-Heater. Der Riesenvorteil ist hier, relativ gut in einem Fahrzeug, wo eine Truma-Heizung verbaut ist, zu tauschen. Es ist eine Dieselheizung, 4 kW Diesel, Okay. 1800 Watt Elektroheizstab noch drin, wenn man möchte. Wenn man möchte oder serienmäßig? Nein, der ist serienmäßig drin. Ja. Nutzen, wenn man möchte. Natürlich, okay. der autark ist, nutzen an sich nicht. Aber für jemanden, der überwintern möchte oder das Auto über den Winter frostfrei halten will, dafür halt auch 900 Watt und 1800 Watt Elektroheizstab drin. Und was das große Highlight hier ist bei der Heizung, wir haben hier eine mega leise Flüsterpumpe. Viele kennen das vielleicht von anderen Dieselheizungen, vor allen Dingen auch von diesen Kombi-Heizungen, dass diese Dieselheizungen unheimlich laut sind. Auch bei vielen Modellen. Dieses Klackern. Dieses Klack, Klackern. klack, klack. Das ist die Pumpe hinterher. Es geht um Membranen, die in der Pumpe drin sind, wo der Stößel im Prinzip vorstößt oder nicht vorstößt. Okay. Und da geht es um verschiedene Herzzahlen. Und da haben wir haben die Heizung seit März hier und haben jetzt seit 4 Wochen, 6 Wochen erst die endgültige Pumpe da und du hörst sie wirklich nicht. Wir können das gerne gleich mal draußen am Auto vorbeigehen. Da steht ein Fahrzeug, nicht wie bei einer normalen Dieselpumpe, du hörst sie nicht. Die ist wirklich nahezu lautlos. Du musst sie wirklich in der Hand nehmen, um zu hören, wie läuft. Sonst hörst du oft bei einer Dieselheizung schon auf 10 Meter Entfernung, je nachdem wie gut die Flüsterpumpe ist oder nicht. Und da haben wir wirklich eine geniale Pumpe zu. Und das Coole ist, finde ich persönlich, das Gehäuse ist ja, wenn nicht sogar 1:1 das gleiche wie bei der Truma. Heißt, ich kann meine Gasheizung einfach ausbauen. Ja, Plug and Play, die neue Dieselheizung rein. Das Einzige, meiner Meinung nach, ist halt die Dieselleitung, die muss ich ziehen. Die Dieselleitung und im Regelfall die Stromversorgung, weil meistens ab Hersteller die Stromversorgung relativ dünn gewählt ist und wir natürlich eine Dieselleitung haben, die vorglüht, die glüht beim Ausgehen. Im Regelfall haben wir dann zu hohen Spannungsabfall bzw. zu hohe Stromaufnahme, weil oft ist es halt nur ein 0,75 in den Fahrzeugen. Also im Regelfall muss eine neue Zuleitung gelegt werden. Wie dick legt ihr die? Je nach Länge 4 oder 6 Quadrat. Okay, ja, je nach Entfernung zur Batterie. Display-Kabel, die Verkabelung kann übernommen werden. Das wäre das passende Bedienteil hierzu. Und von der Baugröße auch ähnlich, so dass alles wieder im Prinzip im Fahrzeug passt. Vermutlich sogar der gleiche Stecker, heißt, da muss ich nicht mal ein neues Kabel ziehen, oder? Ja, haben wir noch geachtet. Ja, macht ja auch Sinn. Ne? Ja, richtig. Das gleiche ist ähnlich hier zum Fühler. Da ist diese ähnliche Geschichte. Und wir haben ja ein ganz ausgeklügeltes Abgassystem. Das war ja auch immer bei den Diesel-Kombi-Heizungen ein Riesenproblem, dass sie unheimlich bullern, unheimlich laut sind. Knallen so richtig manchmal. Die knallen so richtig. Und wir haben hier einen extra Abgas-Schalldämpfer im Prinzip entwickelt. Der kommt auch wieder an den Seitenwandkamin ran. Hier, wo im Prinzip, der ist nicht mehr zweiteilig von innen, sondern der ist sogar dreiteilig von innen mittlerweile geworden, wo wirklich ein extra Schalldämpfer drin ist. Sie ist nicht lauter wie eine Gas-Kombi-Heizung. Ja, definitiv nicht. Ich habe es ja auch schon gehört. Nicht. Wir haben sie auch schon jetzt einmal eingebaut. Ich wollte gerade sagen, ihr habt sie glaube ich auch schon eingebaut. Richtig. Ja. Und was den Preis angeht, wo geht es hier los? Ja, also ohne Montage jetzt. Wir liegen hier rund bei 2.500 €. Ja, was auch ein sehr, sehr fairer Preis ist, weil wenn du überlegst, was alleine Truma Dieselheizung kostet, nagelt mich nicht fest, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zwischen 3.500 und 4.000 €. Ich meine auch so 3.699, ja, 3.799, irgendwie so. Aber dann habe ich eine reine Dieselheizung ohne E-Stab. Ein E-Stab kostet meistens nochmal 1.000 € Aufpreis, heißt, ich kann das gleiche Gerät auch von Truma kaufen, das jetzt nicht zwingend besser, auch nicht zwingend schlechter ist. Ja, also Lautstärke ist halt ein Riesenthema. Ja. Ne? Ist eure leiser? Ja. Okay. Also das ist wirklich, wir haben es hier ausprobiert bei einer Truma Diesel, da hörst du natürlich die Pumpe und diese Abgasschalldämpfer sind wirklich enorm. Ne? So, und dann kann ich natürlich hier richtig Geld sparen und auch mein Wohnmobil wirklich upgraden, weil der Riesenvorteil bei einer Dieselheizung ist halt einfach, ich bin unabhängig vom Gas. Ja? Also tanken muss ich so oder so und Bonuspunkt hier, wenn ich am Campingplatz angeschlossen bin am Landstrom, kann ich sogar auf den Diesel noch verzichten, die Gerüche nochmal reduzieren und dann über Landstrom heizen. Ja, und wie gesagt, Diesel kriegst du halt wirklich wortwörtlich an jeder Tankstelle. Ja. Gas, vor allen Dingen, wenn wir dann im südlichen oder im Auslandbereich gehen oder auch Norwegen, Schweden, ist natürlich Gas immer ein Riesenproblem mit anderen Flaschen und Tauschflaschen und Kaufflaschen und. Das fällt dann wirklich weg, weil ich sag mal, wenn ich dann vielleicht noch einen Kompressorkühlschrank habe im Auto, je nachdem, so für ein bisschen Kochen kann ich mit einer 5 Kilo Flasche 3 Monate durch die Gegend fahren. Also ich könnte mit 3 Jahre fahren, ich würde essen gehen, aber grundsätzlich kriegst du Diesel an jeder Tankstelle und Gasflaschen ist halt immer so ein Thema für sich. Ne? Dann würde ich sagen, schauen wir gerade mal raus zum Auto Ja. und sehen uns dann da gleich wieder.
Wir sind jetzt draußen angekommen vor dem Fahrzeug, wo die Heizung jetzt schon mal verbaut wurde. Wir hören sie auch schon, wir haben sie gerade angemacht. Wir haben sie jetzt hochgedreht, ich glaube auf 27 Grad. Richtig. Also die läuft jetzt in der höchsten Brennerstufe. Ich gehe mal näher dran mit dem Mikrofon, aber sie ist einfach nicht lauter wie eine Gasheizung. Überhaupt Und nicht. hörst du eine Dieselpumpe? Nein. So, du hörst kein Tok, Tok, Tok von der Dieselpumpe. Das ist halt dieser Riesenvorteil. Und darum haben wir auch erst jetzt die Heizung in den Verkauf gegeben, weil wir einfach sagen, eine Heizung, die bullert und eine Heizung, die Tok, Tok, Tok macht, die haben wir genug am Markt, die brauchen wir Ja. nicht. Ne? Gucken wir gerade noch mal zum Panel, dann kannst du noch mal kurz die Steuerung erklären. Da sieht man eben auch, dass wie gesagt nicht nur eine Dieselheizung ist, sondern auch Der E-Heizstab. Der mit drin ist. E-Heizstab. Genau. unter Voraussetzung, dass ich halt am Strom angeschlossen bin. Gut, genau. Das ist natürlich dann Voraussetzung. Hier haben wir im Prinzip das Display auch schon mit dem neuen Bedienteil, dem neuen Knopfarm. Und hier haben wir wirklich auch die Möglichkeit, dann zu mixen auf Diesel oder auf Elektro 1 und 2, also 800 Watt und 1800 Watt den E-Heizstab. 1800 Watt ist schon auch ordentlich. Ja, ich sag mal, um so ein Auto warm zu machen im Winter, ist es zu wenig, müssen wir ganz ehrlich sein. Aber wenn ihr ein Auto an eine Grundtemperatur, um die Raumtemperatur zu halten, Ja, reicht spielst du völlig mit aus. 1800 Watt. Ne? So, Warmwasser, der hat einen knapp 10 Liter Warmwasserspeicher drin. Das heißt, ich habe wirklich vollwertige Heizung und ich habe endlich diese Schlepperei vom Gas weg und ich habe wirklich einen relativ geringen Arbeitsaufwand, um so eine Heizung zu tauschen. Ich sag mal, das ist mit 2 Leuten in einem Tag ohne Probleme möglich, so eine Heizung umzurüsten. Werden wir schon mal gemacht. Werden wir schon mal gemacht, klar. Ja. Für euch ist es kein großes Ding. Ja, Ja, aber ihr habt sie auch schon ja für eingebaut. uns ist auch kein Problem. Da- Nur ich meine jetzt, wenn einer meint, er kann das selber mal kurz umbauen, Ja, aber vorsichtig. wir haben auch gesagt, die Heizung geht erstmal nur in den Fachhandel, Ja. weil das Problem ist, wird dann wieder die Pumpe falsch aufgegangen oder wird gespart und dann wird nicht der Abgasschalldämpfer eingebaut, dann ist die Hast du wieder nur Heizung Ärger. einfach nicht die Heizung, dann hast du einfach nur Ärger. Und darum haben wir gesagt, geht die, wie so das ein oder andere Produkt, halt einfach nur in den Fachhandel. Wir haben 3 Jahre Garantie oder 2.500 Laufstunden, ist auch noch ein großes Richtig, Thema. viele haben halt nur, oder fast, was heißt viele, eigentlich die anderen haben nur 2 Jahre. Ja. Ja, und oft sind wir wieder bei dem Thema, nicht irgendwo eben hinfahren und austauschen, sondern monatelang, wochenlang einschicken. Erstmal Garantieantrag einschicken, warten. RMA-Nummern und. Ja. Das Nee, verkürzen cool. wir halt das Thema. Ne? Hat Spaß gemacht. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren, was ihr habt. Seid ihr eher Team Gas- oder Dieselheizung? Wenn ihr Fragen und Interesse habt, meldet euch gerne bei uns bei Power Campers oder direkt bei WCS. Und sonst wie immer LKA, liken, kommentieren, abonnieren, Daumen hoch. Bis zum nächsten Video.